Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum PHP-Tutorial hier auf meinem Kanal. Was wir heute machen ist, wir schauen uns erstmal an, was zur Hölle ich hier schon wieder aufgemacht habe. Das habe ich nämlich letztes Mal schon angedeutet, dass ich hier so eine komische Software benutze. Das ist nämlich Bluefish. Und Bluefish habe ich schon in den HTML- und CSS-Videos benutzt, ist an für sich kostenlos natürlich und ziemlich cool auf Linux und kann relativ viel. Wie wir hier sehen, es highlightet zum Beispiel Tags, es macht so ein bisschen Farbe rein in den Text, macht der Gedit-Editor auch. Aber ja, ich mag das Ding eigentlich ganz gerne und deswegen benutze ich das einfach weiter. Ihr könnt natürlich Gedit oder euren beliebigen Texteditor oder auch einfach Webmatrix auf Windows weiter benutzen, was ihr wollt. Okay, super. Dann wäre das geklärt. Fangen wir also direkt an mit Variablen in PHP. PHP ist natürlich eine richtige Programmiersprache, also nicht eine Sprache, die sozusagen definiert, wie der Text aussehen soll. Das waren HTML und CSS. PHP ist eine richtige Sprache mit Variablen und allem drum und dran. Das heißt, man kann da drin auch Mathe machen. Und das schreckt jetzt wahrscheinlich 100% der Leute ab. Mich auch, aber Mathe braucht man manchmal, denn wenn man zum Beispiel sich merken möchte, wie viele Videos jetzt ein User geguckt hat auf, keine Ahnung, Amazon zum Beispiel, dann braucht man Variablen und die speichern sowas dann. Okay, oder welche Bewertung er abgegeben hat, wie viel Sternchen er gegeben hat oder wie viel Punkte ihr auf Netflix irgendeiner Serie gegeben habt, all das braucht Variablen. Okay, also fangen wir an. Wir haben eine Variable, indem wir sagen, wir nennen sie, also wir schreiben erstmal einen Dollar hin, so ein komisches Dollarzeichen, ja, sieht komisch aus. Und dann sagen wir, wie diese Variable heißen soll. Zum Beispiel nenne ich die jetzt einfach mal, dies ist ein langer Variablenname. Okay, das ist ein Beispiel für einen Variablennamen, den ihr nicht benutzen sollt. Ein Negativbeispiel, so kann man sich besser merken. Und jetzt kann man hier zum Beispiel reinschreiben, was man gerne hätte. Zum Beispiel hätte ich hier gerne ein Hello World drin stehen. Okay, so. Und ja, gehen wir hier nochmal kurz durch. Hier kommt also, hinter diesem Dollarzeichen kommt der Variablenname hin. Dies ist ein langer Variablenname, ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, denn das ist das, was ihr immer abtippen müsst. Also wäre zum Beispiel sowas wie x besser geeignet, wobei x nicht wirklich aussagekräftig ist und es sollte schon irgendwie sagen, was da jetzt gerade so drin steht. Also zum Beispiel ein Text oder ein Testtext oder sowas. Das wären gute Variablennamen. So, und was ich jetzt hier reingeschrieben habe, also ich habe mit einem ist gleich zugewiesen, dass dieses Ding hier, was ihr in Mathe zum Beispiel aus x kennt, dass dieses Ding hier jetzt einen Wert bekommt, nämlich einen Buchstabenwert, also eine Zeichenkette, auch String genannt. Und das ist dieser String. Jetzt habt ihr hier zum Beispiel ein Hello World drin stehen. Hier kann aber auch irgendwas anderes drin stehen, wie so, keine Ahnung, Hi do I oder PHP ist toll oder sowas. So, und wichtig ist, dass ihr das Ganze einklammert mit diesen hervorgehobenen, rot hervorgehobenen Anführungsstrichle. Die sagen euch, von hier bis hier geht mein String. Okay, und hinten dran am Ende von jedem Statement in PHP braucht ihr so ein Semikolon. Dann weiß PHP, okay, bis dahin geht's und dann ist fertig, nächste Zeile, alles gut. So, was wir auch machen können, ist, wir können einfach sagen, wir hätten gerne eine Zahl drin stehen. Das heißt, wir sagen hier sowas wie, ja, in Mathe habt ihr oftmals benutzt $x oder einfach nur x als Variable, f von x und so weiter, kennt ihr sicher. Und jetzt sagen wir hier einfach, das ist zum Beispiel 5 oder 42. Sagen wir 42, 42 ist immer gut. Okay. Nein, ich will kein Backup haben, ich würde gerne einfach nur speichern. Okay. Dieses x gleich 42 sagt mir jetzt, okay, in meiner Variablen hier drin steht eine Zahl 42. Achtung, ganz großer Unterschied, wenn ich hier diese Anführungsstrichle drum mache, dann ist es auch eine Zeichenkette, nur halt mit Zahlen drin stehend. Aber ich kann nicht damit rechnen, also ich kann nicht irgendwie plus, minus, mal geteilt oder sowas. Das kann ich nur machen, wenn ich hier tatsächlich eine Zahl habe. Ach, kommt das jetzt jedes Mal? Okay, das ist schlecht. Ich habe mir nämlich angewöhnt, immer mal wieder STRG S zu drücken, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Und das ist eine sinnvolle Angewohnheit, aber in dem Fall jetzt ultra nervig. Okay, wichtige Infos noch zu den Variablennamen hier. Ihr müsst am Anfang von eurem Variablennamen entweder ein Buchstabe, also groß oder klein, ist egal, aber ein Buchstabe oder einen Bodenstrich haben, das geht. Aber eine Zahl darf nicht am Anfang sein. Ihr seht es hier schon, bei mir wird es dann ausgegraut, also nicht mehr so rot markiert wie normalerweise. Wenn eine 3 vorne steht, dann geht es einfach nicht. Und ganz am Anfang muss immer dieses Dollarzeichen stehen. Ihr dürft alle Zeichen hier drin im Prinzip benutzen, alle alphanumerischen Zeichen, also 0 bis 9
und Groß A bis Groß Z und Klein a bis Klein z und einen Bodenstrich dürft ihr auch benutzen, also sowas wie Test Bodenstrich TXT ist auch ein guter Variablenname oder ein benutzbarer Variablenname. Achtung, es gibt einen großen Unterschied zwischen $Groß X und $Klein X. Das sind jetzt nämlich zwei unterschiedliche Variablen und die eine hält 42, die andere hält 1337. Das ist ein Unterschied hier, weil ihr hier eben groß geschrieben habt und hier habt ihr es klein geschrieben. Also hier ist nicht unbedingt dasselbe. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das hier ausgeben wollt mit diesem Echo, was wir letztes Mal schon gemacht haben, dann lösche ich das hier oben einfach mal. Wenn ich das jetzt ausführen würde hier, dann würde absolut nichts ausgegeben werden, denn ausgeben tue ich nur mit Echo. Hier habe ich einfach nur ein paar Variablen zugewiesen, das heißt, die halten jetzt diese Werte, naja gut, aber wir machen nichts mit diesen Werten, wir sagen nicht, gib mir diesen Wert aus, das heißt, da passiert auch nichts. Und was ich jetzt machen möchte, wenn ich jetzt etwas ausgebe, dann sage ich hier Echo, oh, das wird mir sogar vorgeschlagen, cool. Und dann gebe ich hier hinten dran ein, was ich gerne ausgeben möchte. Zum Beispiel sage ich, was geht, und dann hier drin kann man sagen, Punkt hinten dran, also dieser Punkt verbindet sozusagen diese beiden Strings, die ich jetzt reinpacke, und dann $Test Bodenstrich TXT. So heißt unser Testtext hier oben. Wenn ich noch was weiter hinten dran hängen möchte, dann mache ich hier noch einen Punkt hinten dran. Und hier zwischendrin steht jetzt das, was da oben drin stand. Also dieses Hello World wird sozusagen einfach hier eingefügt. Die Punkte sagen nur, okay, die beiden Strings sind jetzt miteinander verbunden. Strings sind Zeichenketten, nur nochmal kurz, um das klarzustellen. Okay, jetzt mache ich hier hinten noch 2 Ausrufezeichen mehr hin. Okay, und am Ende ein Semikolon nicht vergessen, wir sichern das Ganze und führen es über den Localhost aus. Wie letztes Mal auch. Und jetzt sehen wir hier, was geht, Hello World, und wir haben 3 Ausrufezeichen am Ende. Das heißt, wir haben hier diesen String eingefügt in das, was wir hier so geschrieben hatten. Also wir hatten dieses Hello World Ausrufezeichen, haben wir hier eingefügt und so haben wir es ausgegeben. So, wenn ich jetzt einfach nur zum Beispiel meine Zahl ausgeben möchte, dann kann ich auch einfach sagen, ich hätte gerne eine Ausgabe für $Klein X. Und jetzt schauen wir einfach mal, was sich da so tut. Also Klein X, hier habe ich reingespeichert 42. Und nachher schauen wir uns noch an, was Groß X ist. Da habe ich nämlich 1337 reingespeichert. Gut, aktualisieren wir das Ganze mal. Hier kommt 42 raus. Während wenn ich jetzt hier ein großes X ausgebe, dann habe ich eine 1337 hier oben. Ich hoffe, ihr könnt das noch alles super lesen. Es ist ein bisschen klein geworden. So müsste es besser sein. Jetzt könnt ihr es auf jeden Fall lesen. Okay, 1337. Gut. Okay, also wie ihr gesehen habt, das ist ein Unterschied. Okay, super. So, was wir jetzt noch ein kleines bisschen machen heute, ist folgendes. Und zwar, wenn wir hier in diesem Echo irgendwelchen HTML-Code ausgeben, dann wird der tatsächlich auch ausgeführt. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel sage, ich hätte gerne eine Überschrift, ich hoffe, ihr kennt alle HTML, solltet ihr unbedingt vorher geguckt haben, bevor ihr PHP macht. PHP ist nämlich deutlich komplizierter. Upsala. Ich habe eine Überschrift und hier kommt jetzt zum Beispiel mein Text rein, den ich oben hatte, also der wie hatte ich ihn genannt? Test, Bodenstrich, Text, Punkt. So, dann haben wir hier folgendes. Wir haben hier eine Überschrift definiert und wir haben gesagt, okay, sie hört hier wieder auf. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert. Achtung, das ist die normale Schriftgröße jetzt. Und das ist die Überschrift. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Überschrift kreiert. Ohne dass wir irgendwie jetzt HTML programmiert hätten oder sowas. Im Prinzip haben wir es schon, aber durch PHP durch. Wäre natürlich einfacher, wenn wir es direkt in HTML gemacht hätten, aber dann könnten wir keine Variablen benutzen. Das ist der große Clou bei PHP, dass ihr Variablen benutzen könnt und Funktionen und so weiter und so fort. Okay, das war's erstmal mit der kurzen Einführung, was Variablen und Echo angeht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch nicht vergessen, Kommentare und so weiter und so fort. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.